Guten Morgen! Wir werden uns jetzt gleich auf den Weg machen zur usbekischen Grenze. Das sind ungefähr 100 Kilometer von hier. Wir haben hier gestern Abend einfach so mitten in der Pampa in der Nähe von Beneo geschlafen. Wir haben hier gestern noch ein paar Dinge erledigt. Wir haben das Auto gewaschen, das war auch dringend nötig nach diesem Salzsee und nach dieser staubigen Piste. Wir haben unsere Dieselkanister voll gemacht und getankt, weil es in Usbekistan wahrscheinlich dann ein bisschen schwieriger werden wird, an Diesel zu kommen, weil in Usbekistan gibt es offiziell keinen Diesel. Wir haben noch ein bisschen eingekauft und wir haben Wasser aufgefüllt, dass wir gewappnet sind für die nächsten Tage. Und ja, wir sind eben extra sehr, sehr früh morgens jetzt unterwegs, weil es einfach, je später es wird, sehr, sehr heiß wird. Ich glaube, heute haben wir wieder 40 Grad gemeldet. Und da ist einfach im Auto ohne Klimaanlage sehr, sehr heiß, vor allem wenn man vielleicht an der Grenze einfach warten muss. Und deswegen starten wir so früh morgens, weil jetzt die Temperaturen einfach noch sehr, sehr angenehm sind. Wir hoffen, dass der Grenzübergang einfach und schnell über die Bühne läuft und freuen uns schon auf Usbekistan. Wir haben Kasachstan verlassen, stehen jetzt im Zwischenbereich, also im Niemandsland. Die kasachische Grenze war relativ okay, ich glaube, haben 40 Minuten dafür gebraucht, mit Fahrzeugcheck und was weiß ich alles. Die Soldaten waren sehr freundlich und hatten ihren Spaß und wir konnten eben mit dem Touristenbonus konnten wir die Warteschlangen überspringen. Die Soldaten haben uns immer nach vorne gezogen und deswegen ging es für uns relativ gut. So, wir haben es nach Usbekistan geschafft. Ja! Wie war die Grenze? Ja, ging schon. Wir wurden wieder von den Soldaten vorgelassen. Wir durften uns von der ganzen Schlange vordrängeln. Das ist eindeutig der Touri-Bonus, den wir da genießen. Und danach gab es eine sehr, sehr, sehr gründliche Fahrzeugkontrolle. Ich glaube, die gründlichste Fahrzeugkontrolle, die wir jemals hatten. Also die haben wirklich alles durchwühlt und alles durchsucht. Deine Ohrringe, Schmuck ja. Und alles, geil. Aber sonst waren sie ganz nett. Und dann konnten wir an der Grenze auch direkt gleich Geld wechseln und eine SIM-Karte kaufen und eine Autoversicherung. Und jetzt picken wir den Sticker drauf. Ja, wieder mal geile Straßen hier. Kommen ganz schnell voran. Alles staubig, richtig heiß wieder. Boah. Ja, und das ist die normale Hauptstraße. Wir sind jetzt schon ungefähr 400 Kilometer in Usbekistan gefahren. Die Straßen sind immer noch recht schlecht. Ich glaube, das sind bis jetzt die schlimmsten Straßen, die wir in einem Land hatten. Es gibt zwar ein paar Kilometer, die gut asphaltiert sind, aber dann sind wieder ein paar Kilometer einfach nur Schlagloch und Kraterlandschaft. Katastrophe. Wir sind an einer größeren Stadt vorbeigefahren. Da haben wir jetzt mal geschaut, ob wir irgendwo tanken können. Ob wir irgendwo Diesel finden, denn Diesel ist ja in Usbekistan offiziell nicht verfügbar. Die Lage scheint sich wohl von Jahr zu Jahr ein bisschen zu verbessern und es soll wohl auch ein paar Tankstellen geben, neue Tankstellen, die errichtet werden, die dann auch Diesel führen. Aber ob die dann wirklich immer jeden Tag Diesel zur Verfügung haben, ist eine andere Frage. Wir sind
Erstmal eine Tankstelle, eine bisschen ältere Tankstelle angefahren, die normalerweise Diesel hat oder haben soll. Die hatte heute keinen Diesel zum Beispiel. Da sind wir ein bisschen weitergefahren zu einer nächsten Tankstelle, die war sehr, sehr neu. Die hatten jetzt Diesel. Da konnten wir auch direkt aus der richtigen Zapfsäule tanken, also nicht nur aus Kanistern oder so. Das hat jetzt sehr gut geklappt. Und ja, jetzt die Temperaturen sind immer noch sehr heiß. Ich glaube, wir haben jetzt knapp 40 Grad wieder. Wir fahren jetzt immer weiter Richtung Süden zu unserem ersten großen Spot hier in Usbekistan. So, wir haben es jetzt nach Khiva geschafft. Hinter mir sieht man schon das erste schöne Minarett. Wir haben uns jetzt für 2 Tage ein Hotel gemietet, weil es ist einfach sehr, sehr heiß ist. Haben wir heute wieder ungefähr 42 Grad. Ja. Und dann können wir einfach über die Mittagszeit ein bisschen im Hotelzimmer sein und die Klimaanlage ein bisschen genießen. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Altstadt. Wir werden jetzt ein bisschen was essen gehen und uns vielleicht schon die ersten Gebäude anschauen. Die Sonne geht auch bald unter und das Licht ist jetzt schon richtig schön, deswegen wir sind ganz gespannt auf die nächsten Tage. Khiva war einst eine der bedeutendsten Städte entlang der Seidenstraße und über die Region hinaus berühmt-berüchtigt für seinen großen Sklavenmarkt. Heute ist Khiva eine der bezauberndsten Sehenswürdigkeiten des Landes. Ein Spaziergang durch die wunderschön restaurierte Altstadt mit ihren zahlreichen Minaretten, Türmen und Moscheen ist unvergesslich und für uns eines der Highlights der gesamten Reise. Die meisten der Bauwerke in Khiva stammen aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Darunter auch das berühmte Kaltamino-Minarett, das wie ein dicker türkiser Turm in den Himmel ragt. Es sollte einst das höchste Minarett der Stadt werden, so hoch, dass man von der Spitze aus bis nach Bukhara sehen konnte. Doch es wurde nie fertiggestellt. Hier ist alles total verwinkelt und hinter jeder Ecke gibt es was Neues zu entdecken. Die Sonne strahlt gerade noch die höchsten Türme an. Es ist richtig schöne Stimmung gerade.
Schaut lecker aus. So, wir sind wieder unterwegs. Wir gehen heute jetzt noch einmal in die Altstadt von Khiva und schauen uns da noch ein paar andere Ecken an und hoffen, dass wir heute mal auf die Stadtmauer auch hoch können. Wir haben uns da schon ein paar Tickets besorgt, dass wir dann von dort vielleicht den Sonnenuntergang sehen und dann werden wir wieder etwas Leckeres essen gehen. Und ja, heute ist wieder sehr, sehr heiß, aber wenn man so zumindest die Mittagszeit ein bisschen im Hotel verbringen kann mit der Klimaanlage, dann geht das schon. So, wir haben es jetzt zur City Wall hochgeschafft, genau rechtzeitig zum Sonnenuntergang. Da hinten sieht es richtig geil aus und hat voll den schönen Überblick über die Altstadt. Ganz ein schöner Moment gerade. Danke fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar und abonniere unseren Kanal.